Hallo, heute zeigen wir, wie der neue Microwave-Sensor verwendet werden kann. Der Sensor wird mit dem Empfänger mittels Zigbee verbunden. Für die Installation heißt das, dass der Sensor wie in unserem Aufbau mit einem eigenen Vorschaltgerät betrieben werden kann. Er könnte aber zum Beispiel auch mittels Verteiler hinter dem Vorschaltgerät der Leuchte angeschlossen werden. Zur Erklärung. Den Sensor gibt es mit und ohne Helligkeitserkennung. Die Helligkeitserkennung erfolgt durch dieses Feld und ist auf 30 Lux voreingestellt. Sensoren ohne Helligkeitserkennung können auch verdeckt verbaut werden, zum Beispiel hinter einem Holzboden mit 20 mm Stärke. Auf der Vorderseite des Sensors ist bei Bewegungserkennung eine kleine rote Kontroll-LED sichtbar. Die Sensoren sind so eingestellt, dass sie eine Reichweite von ca. 2,5 Metern erfassen und eine Nachlaufzeit von 30 Sekunden haben. Sollten für euer Projekt andere Werte besser sein, sprecht uns an, dann können wir die Einstellung anpassen. Für dieses Tutorial haben wir die Nachlaufzeit auch deutlich eingekürzt. Zurück zum Sensor. An der Seite ist eine kleine Taste, die für die Einrichtung gedrückt werden muss, und darunter ist eine rote Kontroll-LED. Wir wollen nun den Microwave-Sensor mit dem Smart-Empfänger koppeln. Dafür drücken wir am Empfänger viermal die Taste Pro. Um den Microwave-Sensor zu koppeln, ist zu beachten, dass der Sensor und Empfänger einen Abstand von maximal 10 cm haben dürfen. Am Sensor drücken wir zweimal die kleine Taste. Die Kontroll-LED am Sensor flackert und blinkt dann mehrfach schnell auf. Die Leuchte blinkt zweimal auf und bestätigt damit die erfolgreiche Kopplung. Der Test zeigt, dass der Sensor nun verbunden ist und die Leuchte bei Bewegung eingeschaltet wird. Findet keine Bewegung mehr statt, wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet. Möchtet ihr den Sensor zurücksetzen? Dann drückt die Taste am Sensor 5-mal. Die Kontroll-LED blinkt dreimal auf. Wir testen den Reset, indem wir die Leuchte ausschalten und sehen, dass bei Bewegung kein Schaltsignal mehr übermittelt wird. Wir stellen uns vor, dass wir eine Treppe beleuchten wollen. Vielleicht verwendet ihr dazu sogar unsere Treppenbeleuchtung. Das Licht soll automatisch einschalten, wenn wir die Treppe von unten oder oben betreten. Wir verwenden also zwei Sensoren und einen Empfänger. Für die Kopplung ist weiter zu beachten, dass Sensor und Empfänger maximal 10 cm voneinander entfernt sind. Wir drücken am Empfänger viermal die Taste PROG und drücken am Sensor zweimal die kleine Taste. Die Kontroll-LED flackert und die Leuchte blinkt zweimal zur Bestätigung auf. Unser Empfänger ist 180 Sekunden im Kopplungsmodus, sodass wir den zweiten Sensor gleich mitkoppeln können. Wir drücken am zweiten Sensor die Taste zweimal, die Kontroll-LED flackert und die Leuchte blinkt zweimal auf. Falls euer Empfänger nicht mehr im Kopplungsmodus war, könnt ihr diesen auch einlernen wie den ersten Sensor. Also viermal die Taste PROG am Empfänger drücken und dann am Sensor zweimal die kleine Taste drücken. Wir prüfen die erfolgreiche Einrichtung beider Sensoren. Als letzte Variante stellen wir uns eine Ankleide vor, in der wir das Licht automatisch einschalten wollen, aber bei Bedarf auch ausschalten können. Hierfür verwenden wir einen Empfänger, den Microwave-Sensor und unseren Wandschalter. Bei der Einrichtung dürfen der Schalter bzw. Sensor nicht mehr als 10 cm vom Empfänger entfernt sein. Wir bringen den Empfänger in den Kopplungsmodus und drücken dazu viermal die Taste PROG.
Am Sensor drücken wir die Taste zweimal. Die Kontroll-LED flackert und die Leuchte blinkt zweimal auf. Am Empfänger drücken wir viermal die Taste Pro und drücken nun am Wandsender die Taste Kaltweiß viermal. Um die Funktion zu testen, drehen wir den Sensor weg. Jetzt können wir mit dem Wandsender die Leuchte ein- und ausschalten oder durch den Sensor die Leuchte einschalten und mittels Wandsender wieder ausschalten. Mit der nächsten Bewegung lässt sich das Licht wieder automatisch einschalten.